Hallo und willkommen zu einer neuen alten Ausgabe von Ostdeutsch Kochen, denn wie schon länger angekündigt und auf vielfachen Wunsch zeigen wir auch unsere ganz alten Rezepte von ganz von Anfang nochmal neu aufgelegt, mit Kommentaren und allem drum und dran, ein bisschen bessere Qualität. Die Videos werden wir dann nach und nach ersetzen und losgehen soll es heute mit der Soljanka, dem DDR-Rezept überhaupt. Alles, was ihr dafür braucht, habt ihr eben kurz eingeblendet gesehen oder alle Rezeptinfos wie immer auch auf unserem Blog. Gleich vorweg, im Video kochen wir häufig weniger als im Rezept angegeben, also dadurch nicht irritieren lassen. Als erstes braten wir unsere Zwiebel in einem großen Topf, in dem später auch der Rest der Suppe gekocht wird, mit ein bisschen Bratfett. Im Originalrezept ist es Margarine, ihr könnt das natürlich aber auch durch jedes andere Fett ersetzen. Butterschmalz zum Beispiel oder Pflanzenöl tut es auch. Wenn die Zwiebelstücke ein bisschen glasig angedünstet sind, kommen auch unsere Wurstabschnitte dazu, beziehungsweise Fleischabschnitte. Wir haben hier hauptsächlich Salami und Jagdwurst verwendet. Hier geht natürlich aber auch alles andere an Fleisch, irgendwelche Bratenreste oder was eben übrig ist, wodurch die Soljanka ja auch ein bisschen den Ruf des Resteessens genießt oder eben auch nicht. Dann kommt auch Tomatenmark dazu. Das wird mit verrührt, auch mit angebraten, damit es ein paar Röstaromen gibt und einen Geschmack. Und das muss man dann nur noch mit Brühe oder Wasser aufgießen. Es gibt da auch eine Variante für Faule, so nenne ich das immer. Das ist dann einfach Lecho, was man drüber kippt. Ansonsten dann Gemüsebrühe, Fleischbrühe verwenden. Was ihr gerade da habt, geht beides. Oder auch einfach Wasser, denn durch unseren Bratenansatz, den wir haben, der entstanden ist mit den Wurstabschnitten und den Zwiebeln, ist natürlich auch schon ein bisschen Geschmack entstanden. Muss man aber später ein bisschen noch würzen. Bei der Brühe nicht. Dann kommen unsere Paprikastreifen, die wir auch klein geschnitten haben, dazu und unsere Gewürzgürkchen und das Ganze lassen wir schön einmal 30 Minuten lang ungefähr kochen. Bei Lecho ist auch das natürlich schon dabei, also Paprika zum Beispiel muss man dann auch nicht mehr da reinmachen. Dann schmecken wir das Ganze nochmal schön ab mit Salz, Pfeffer, wenn nötig auch ein bisschen Zucker. Ein bisschen Gurkenwasser kann man auch dazugeben, ist auch immer ganz schön. Und dann noch ein bisschen Lorbeerlaub und Piment dazu. Und das Ganze, wie gesagt, mindestens 30 Minuten einmal schön kochen lassen. Servieren tut man die Soljanka mit einem Klecks saurer Sahne und einer Zitronenscheibe, entweder auf dem Teller oder in der Schüssel, ganz egal. Ja, und ist wie bei jeder Suppe eigentlich, je länger sie steht, umso besser schmeckt sie. Das war's von der Soljanka. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch die Idee, die alten Rezepte hier nochmal neu aufzulegen. Alle Rezeptangaben, wie gesagt, auf unserem Blog auf erikserbe.de. Hier gibt es nochmal Rezeptvorschläge und schaut auch gerne mal in unserem Online-Shop vorbei. Da gibt es Sachen für den Alltag und unter anderem auch alle Rezepte als Buch. Dann bis zum nächsten Mal.